Fahrzeug wurde 1955 hier in Sindelfingen gebaut für den südafrikanischen Markt. Daher ist es auch Rechtslenker, weil auch dort die Engländer natürlich eine Rolle gespielt haben im Verkehr. Ein guter Freund von mir, der zu jener Zeit in Südafrika war, hat das mitbekommen, hat ihn dann rausgekauft und hat ihn dann hier per Seefracht nach Deutschland kommen lassen. Das ganze Fahrzeug ist noch im Originalzustand. Nachdem ich es dann hatte, habe ich es 2 Jahre später restauriert, habe innen alles rausgemacht, die Fußmatte, da lag unten noch die Kokosmatte drin und da hat man gesehen, das Fahrzeug ist also unfallfrei, hat also keinen Unfall, keinen Schaden und keine irgendwelche Schweißnähte, wo zusätzlich hingemacht wurde und somit ist es mit Sicherheit eines der absoluten Raritäten unter den Klassikern. Wo das Fahrzeug so lange drin gestanden ist, hatte das natürlich einen Motorschaden. So eine Empfehlung war natürlich von allen, diesen Motor rauszuschmeißen, ersetzen gegen neuer. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte den alten Motor, der eigentlich noch drin war, erhalten und habe mich entschlossen, richtig Geld zu investieren, um den neu aufzubauen, neu zu rüsten. Hier haben wir diesen 6 Volt Benzinermotor. Der ist natürlich nicht so spritzig wie die heutigen Motoren. Wir hat hier 52 PS. Wir fahren dann von 0 auf 100 in 32 Sekunden. Das ist natürlich eine Menge Zeit. Aber es lässt sich sehr gut fahren. Der Motor ist sehr ruhig, läuft sehr ausgeglichen. Für 4-Zylinder-Motor könnte man meinen, es wäre ein 6-Zylinder. So ruhig läuft dieser Motor und ist optimal eingestellt. Ja, Linkschalter, dann die H-Schaltung am Lenkrad, da verschält man sich schon ganz gern. Man muss schon wirklich aufpassen und überlegen, welchen Gang habe ich drin, welchen will ich als nächstes einlegen. Also man kommt da manchmal schon ins Zweifel und muss sich genau überlegen, wie schalte ich jetzt am schnellsten wieder den nächsten Gang rein oder runter. Ja, also wenn man mit dem Fahrzeug natürlich unterwegs ist in der Region, erregt man natürlich auch sehr mit dem Auto natürlich, weil es ein absoluter Klassiker ist unter den Oldtimer. Zum anderen sieht man solche Fahrzeuge nicht alltagsmäßig. Ja, ich werde auf jeden Fall mal jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, nehme ich mir das jetzt mal vor, eine Alpenstraße zu fahren, also Hochalpenstraße. Das heißt, ich will da am Bodensee starten und will dann einfach mal solche Passstraßen fahren, das mit dem Auto natürlich recht interessant ist.